Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur Folge 13 von Gestrandet Last Exit Mallorca. Ich begrüße euch auch diese Woche, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhört. Und auch an dich, Jens, natürlich ein herzliches Hallo. Moin zusammen wünsche ich erstmal und ja, herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Und ich wollte erstmal noch vielen Dank an die Gelinde sagen, dass sie mit uns das letzte Mal den Podcast aufgenommen hat. Und vielen Dank für die Blumen. Und ich glaube, ich gehe nachher nochmal schön lecker einen Sauerbraten essen mit Spätzle. Oh, liebe ich. Aber erst muss ich ja noch einen kleinen Plausch halten mit Nikolas. Ja, jetzt bin ich wieder schuldig. Verhungern lassen wir dich nicht, aber ich sage jetzt schon mal guten Appetit. Auch ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei Gerlinde. Und du, Jens, hast es ja zum ersten Mal jetzt auch bei Ausstrahlung gehört. Dementsprechend, ja, kannst du da ja auch jetzt erst was dazu sagen, aber hört sich so an, als warst du damit ganz zufrieden. Und ich finde auch, dass Gerlinde dir da schon einen kleinen Ritterschlag verpasst hat, sagen wir es mal so. Ja, und ansonsten habe ich gesehen, das Fahrzeug deines Nachbars, der Camper, so nennen wir es ja, steht noch da. Der Nachbar hat sich aber irgendwie verwandelt. Hat der eine Verjüngungspille erfunden oder was ist da passiert? Nee, der ehemalige Nachbar, also dem der Wagen gehört und alles, musste zurück nach Deutschland. Er hatte irgendwelche Termine und Sachen, die er erledigen muss. Und ja, hat jetzt kurzerhand sein Wohnmobil vermietet an Kellner hier. Ach, Ja, okay. weil die Wohnung ist teuer und jetzt hat er den halt vermietet und jetzt schläft da drüben Kellner. Den kenne ich auch recht gut und du brauchst ja nur einen Schlafplatz und für ihn ist es praktisch, ist günstiger. Er hat auch gesagt, hier ist es 100-mal cooler als in irgendeiner Wohnung, weil da hast du ja immer die Leute, die kommen und gehen. Du hast ja verschiedene Abendzeiten. Die einen haben Frühschicht, die anderen Nachtschicht. Ja, nachts um 4 Uhr kommen Leute nach Hause und morgens um 6 Uhr müssen die anderen los. Dann ist es schwer zu schlafen und er hat gesagt, hier ist wunderbar. Wir haben mich schon gut verständigt und er sitzt meistens morgens draußen. Er sagt, es ist so schön, Kaffee trinken, Vogelgezwitscher, Sonnenschein und seine Ruhe. Ja, auch erstens haben wir das ja nicht nur schon als Thema angesprochen und auch mal als Beispiel genannt. Ihr habt vielleicht auch im Interview gehört, dass im Münchner Kindl ja ab und an mal im Hintergrund doch ein Geräusch zu hören war oder Stimmen. Klar, hier passiert das auch mal, wenn der Wind durch die Plane fegt, aber ansonsten habe ich zumindest beim Schneiden rausgefunden, dass man hauptsächlich Vögel hört. Also der Lärmpegel ist hier die meiste Zeit, wenn ich hier bin, tatsächlich grundsätzlich ein anderer. Und ich kann mir schon vorstellen, auch wenn man dann vielleicht einfach mal die Musik aufdrehen will, wenn auch jetzt keiner daheim ist, der eine andere Schicht hat und schläft, dann klopft der Nachbar nebendran an, weil der vielleicht eine Nachtschicht hatte oder so. Also ich kann mir das, um ehrlich zu sein, schon ganz gut vorstellen, dass man hier ein bisschen mehr Freiheiten hat, ja. Und Geld wird da mit Sicherheit auch sparen, weil wir hatten das Thema Wohnraum und Preise ja auch schon mehrfach thematisiert. Also ihr wisst ja da draußen, worum es geht. Ja, genau. Also er könnte jetzt sich schon von seinem Geld, was er verdient, sich eine Wohnung auch leisten. Aber der würde halt seine 800 Euro zahlen und da zahlt er 500 Euro oder sowas. Da ist eine Campingdusche drin, die Chemietoilette. Das passt. Und er arbeitet ja im Prinzip den ganzen Tag. Geht er nur nach Hause, hinlegen, schlafen, morgens aufstehen, duschen, wieder zur Arbeit. Und dann sparst du dir halt die Kohle, weil man weiß ja nicht, was im Winter kommt. Er möchte jetzt dieses Jahr nach Österreich gehen. Und ja, macht man eine kleine Reserve. Also ich spare ja auch mein Geld jetzt im Sommer. Das machen die listigen Menschen. Die Ja. Idioten machen jetzt Party und verballern alles. Und gucken im Winter. Und die etwas Schlaueren, die sparen sich's. Ja, oder Ja. auch die Mallorquiner, ne, die schon ein bisschen alteingesessener sind, die kennen die Spielregeln Ja. hier auch. Oder die einfach Neulinge, die hier angekommen sind, fallen da doch dann manchmal ein bisschen durchs Raster und auch, und auch auf die Nase, würde ich sagen. Die Geschichte mit der Maus und der Grille hatten wir ja schon mal. Die im Sommer spart, für den Winter. Ja, wie auch immer man es nennen mag, auf jeden Fall, er bevorzugt halt einfach Geld bei der Miete zu sparen, was er dann noch auf die Seite packen kann.
Und ja, kann man zumindest nachvollziehen. Und wenn man die positiven Aspekte herausheben möchte, dass wenn er dann hier nach Hause kommt, sozusagen, zumindest die Türe zumachen kann und dann auch in Ruhe schlafen kann. Ja. Und auch in dieser Folge hören wir Uwe und seinen Rückblick und setzen dort wieder an, wo wir aufgehört haben. Bevor wir das allerdings tun, gibt uns Uwe noch ein kurzes Update zu dem hier Gestrandeten im Park und ob das mit dem Rückflug geklappt hat. Da möchte er noch was loswerden und dann knüpfen wir auch nahtlos an den Rückblick an. Viel Spaß und Servus Uwe. Hallo, ich grüße dich erstmal und natürlich euch Zuhörer. Hier ist wieder der Uwe, das Straßenkind von Malle. Ich bin leider von diesem Menschen, den ich zum Flughafen begleiten sollte, enttäuscht, weil ich war den Tag, als wir uns verabredet hatten, an der Stelle, aber er war nicht da. Naja gut, habe ich mir gedacht, vielleicht kommt er noch. Ich habe da 2 Stunden gesessen, gemacht und getan. Oha. Ja, und in der prallen Sonne, du kannst dir vorstellen, oder ihr könnt euch auch vorstellen, wie das dann ist, ne? Man braucht ja dann immer ziemlich viel Flüssigkeit, ne? Ist ja auch klar, ne? Naja gut, okay, und und dann tauchte der immer noch nicht auf. Und dann bin ich weg, ne? Habe mir eine Schattenseite gesucht und ja, und dann nächsten Tag, durch Zufall habe ich dann wieder getroffen und ja, dann sehe ich, dass der da mit Biertüten durch die Gegend läuft und Filterzigaretten und isst was und ich denke, was ist mit dem los, ne? Also, und eine Bekannte von mir, die ich hier auch von der Straße kenne, die hat ihn vorher noch eingekleidet und alles und irgendwie passt da nicht zusammen. Ich komme mir richtig verarscht vor, ne? Kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem weil du ja auch das schon jetzt vorher erzählt hattest, wie du ja eigentlich gewohnt bist, dass das abläuft und dass unterm Strich die Leute noch ein bisschen dankbar für die Unterstützung sind. Aber ja, wie soll man sagen, scheinbar wollte derjenige auch doch nicht so wirklich die Unterstützung haben, ne? Nein, aber mich hat natürlich auch so ein bisschen, mich hat es besorgt, dass er eben halt im Siebener Park geschlafen hat. Verständlich, ja. Und da ist die Gefahr da, dass man nachts überfallen wird und so weiter und beraubt wird, ne? Und deswegen habe ich ihm das angeboten. Aber dieser Mensch geht gar nicht drauf ein, obwohl er ein ganz zierlicher, ja, soll ich sagen, kleiner Zwerg ist, aber gut, ne? Per Zufall habe ich ihn jetzt auch gesehen, weil du weißt ja selber, das Münchner Kindl ist um die Ecke und ich denke, du hast auch mitgekriegt, dass wir das Interview mit Gerlinde geführt haben und zufälligerweise, weil Jens und ich uns dort getroffen haben im Park, habe ich ihn dann auch gesehen und er ist wirklich sehr dünn, sehr abgemagert und das trifft wirklich alles zu. Und da kann ich auch absolut nachvollziehen, dass man direkt denkt, da möchte man irgendwie helfen oder zumindest mal nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Aber ja, ich kann dem ja nichts hinzufügen, wenn ihr die Erfahrung gemacht habt. Ja, auch Jens hat ihm einen guten Appetit gewünscht, weil er gerade am Essen war. Aber da kam auch gar keine Reaktion zurück. Auch irgendwie, ja. Ja, bei den Menschen blickt man eigentlich nicht durch, ne? Also, das ist ein undurchsichtiger Mensch. Ja, wenn er wirklich bestohlen werden sollte und was irgendwann vielleicht mal der Fall sein wird, was ich ihm nicht wünsche, um Gottes Willen, ja. Und wenn er keine Hilfe von uns annehmen möchte, dann kann er mich im Prinzip an die Füße lecken. Ne? Ja, wird halt schwierig. So. Ja, ich verstehe, wie du es meinst. Und wir haben das, als du mir das im Vorgespräch jetzt kurz erzählt hast, also wir haben nicht ein wirkliches Vorgespräch gehabt, ja, aber du hast das einfach kurz erzählt, dass du das gerne erwähnen würdest. Ja, habe ich auch gesagt, das spricht sich ja auch wahrscheinlich mit den Wochen und mit der Zeit einfach rum, ja, dass da jemand im Alleingang unterwegs ist, was wahrscheinlich das Risiko nicht unbedingt für ihn minimiert. Ja, so ein Zusammenhalt auf der Straße sind ja auch die Faktoren, was da in einer Gruppe dann vielleicht nochmal ein bisschen was anderes ist und vor allem, wenn man halt, ja, schutzlos im Park schläft, sagen wir es mal so. Aber schade, dennoch, ja, schön, dass du versucht hast zu helfen und du bzw. ihr auch Hilfe angeboten habt mehrfach. Ich denke, mehr kann man da nicht machen. Sollte er da irgendwie nochmal seine Meinung ändern, hat er das vielleicht ja noch im Hinterkopf. Jetzt würde ich auch nahtlos, wie versprochen, zu deinem Rückblick übergehen und würde einfach mal
da anknüpfen, wo wir aufgehört haben, nämlich an deiner Geburtstagsparty, ich glaube im gleichen besagten Park. Und ja, die ist wohl gut verlaufen, das haben wir ja auch schon gehört. Ihr hattet alle Spaß, uns euch dort ein bisschen gut gehen lassen. Und ja, erzähl doch gerne mal, wie es dann weiterging. Bei den Mönchen bist du ja meines Wissens oder unseres Wissens auch noch. Ja, das ist wohl richtig. Wir mussten ja dann auch ziemlich früh wieder hoch, wegen den Mönchen eben halt aus diesem Rondell. Und wir hatten alle einen dicken Kopf, ne? Ist ja verständlich, nach der, sagen wir mal, Geburtstagsfeier. Ne? Da wurde ja auch ein bisschen was getrunken, nicht nur gegessen, so wie das für euch auch so üblich ist bei Geburtstagen. Sehe ich doch richtig, wohl. oder? Absolut, ja. Ja, ne? Okay. Naja, und dann ja, haben wir auch die Hunde, Hexe und Erwin. Und dann, wir mussten ja dann auch den nächsten Tag, also den Tag, wo wir nach der Geburtstagsfeier, mussten wir ja auch wieder arbeiten im Garten. Ja, und dann fiel uns zwar ein bisschen schwerer, wir haben etwas langsamer gearbeitet, aber das hat erstmal die Arbeit, die hat uns gut getan. An dem Tag wolltest du auch an den Gartenschlauch, gib's zu. Ja, ich hätte es mir gewünscht, aber der René war eher am Gartenschlauch als ich. Ne? Also, ja, ne? Da musste ich wieder mit meiner Susi Vorlieb nehmen und naja gut, ich meine, mit der Susi konnte der René sowieso nicht umgehen. Ne? Ich war der Einzige, der mit ihr sprechen konnte und die auf mich gehorcht hat. Ne? Die bei dir gespurt hat, ja. Ja, richtig. Ne? Ja, und ja, der Tag ist dann auch relativ gut verlaufen. Und wir haben zwar nicht das geschafft, was wir schaffen wollten, aber wir haben zumindest was gemacht. Ne? Und naja, die wussten alle da im Garten, also die da auch gearbeitet haben, beziehungsweise die Angestellten da von der Kirche, ne? Dass ich Geburtstag hatte einen Tag davor. Und naja, dann haben wir auch reichlich Wasser bekommen. Und Da war das schon okay, ja. ja, selbstverständlich. Ne? Naja. Nee, aber ist alles gut verlaufen. Ne? Nee, das ist auch schön, dass die das dann ja einfach so mal akzeptiert haben, sag ich, und das natürlich verstehen konnten. Nach dem Geburtstag ist das ein bisschen was anderes. Und da du ja gesagt hast, das ist ja normales Vorgehen beim Geburtstag. Das normale Vorgehen ist, glaube ich, in der Mehrheit dann auch, dass dann einfach am nächsten Tag ein Krankenschein gemacht wird. Ja, einen Krankenschein, den konnte ich leider nicht irgendwo beantragen, da ich auf der Straße lebe. Und nein, aber wir sind zur Arbeit gegangen und haben uns da quasi so ein bisschen durchgeschleppt. Ne? Naja. Ja, aber dafür schon Hut ab, weil war wahrscheinlich auch, wie gesagt, anstrengende Arbeit wie die Tage zuvor. Von daher ist das mit Sicherheit ein bisschen schwerer gefallen. Ja, das ist richtig. Und es war ja zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich warm, weil das ja im Juni war. Ne? Und naja, und dann mussten wir eben, sagen wir mal, die nächsten Tage ein bisschen mehr machen. Ne? Das haben wir dann auch alles hinbekommen. Ja, und wir haben dann nach einigen Wochen den Garten hergerichtet und die waren auch alle zufrieden da im Klostergarten, waren erfreut, dass das Obdachlose, sagen wir mal, so hinbekommen haben wie wir. Da waren die selber von erstaunt und haben uns dann ja auch noch zum Essen eingeladen und all sowas. Ne? Schön, ja. Und ja, und naja, und da ging es das dann auf den Herbst, beziehungsweise auch schon Anfang Winter zu. Dann waren wir endlich fertig. Und dann habe ich mich entschlossen, sagen wir mal, wieder nach Palma zu gehen, weil ich musste mal wieder was anderes sehen. Ne? Und ich glaube, im Winter zieht es dich sowieso eher nach Palma, ne? So habe ich das abgespeichert. Ja, das ist richtig, weil hier an der Playa und so weiter ist ja so kaum was los. Da sind dann eben halt die All-Inklusiv-Touristen und naja, hatte ich ja damals schon mal erwähnt, die trinken dann eine Cola mit 2 Strohhalmen und da kann man nichts reißen. Ne? Ja, also da ist es auch dann für euch schwierig, wenn einfach kaum Leute auf der Straße sind über die Winterzeit, wie allgemein auch bei den Gastronomen und so weiter. Ja, und dann ist es für euch somit auch schwieriger, über die Runden zu kommen, über die Winterzeit. Ja, das stimmt auch wieder, was du erzählst. Und ich war dann auch ganz froh, dass ich mal wieder was anderes
was ich vorher schon kannte, wieder mal gesehen habe. Bisschen Abwechslung, ja. Ja, selbstverständlich. Ne? Und ja, da habe ich dann wieder meine Mütze, das Straßenkind, den Uwe von Malle rausgeholt und habe dann noch den Markus kennengelernt. Und der hat Richtung Kathedrale geschlafen, am Zeitungskiosk. Wir haben uns ganz nett unterhalten und ja, und er hat mir angeboten, dort auch zu schlafen, weil das auch überdacht war. Okay, ja. Und ja, und dann habe ich an der Kathedrale gearbeitet. Mit meiner Mütze und mit meiner Redegewandtheit. Ne? Alleine oder mit dem Markus dann zusammen? Nein, ich habe alleine gearbeitet, weil er war etwas älter als ich. Und er war auch nicht so gut zu Fuß. Ich habe ihn dann auch immer, ich habe mich erkenntlich gezeigt und weil er, wie gesagt, nicht richtig laufen konnte, habe ihn dann auch noch Tabak und Bier und so weiter mitgebracht. Ne? Und also ich habe ihn versorgt. Ne? Ja, ich habe meine Runden kathedralmäßig gedreht und ja, ich bin immer flexibel gewesen. Ich werde mich auch nie ändern. Bin heute auch immer flexibel und ich kriege das alles hin. Ne? Naja. Das freut mich grundsätzlich zu hören. Eine Zwischenfrage hätte ich noch. Hast du denn zu dieser Zeit auch schon, ja auch mehr oder minder zufällig dann mal eine Stadtführung gemacht? Oder kam das erst später? Ja, das kam so im Dezember hin. Da okay. wurden dann auch die Weihnachtsmärkte eröffnet in Palma. Ne? Mhm. Und da bin ich dann zum Plaza de España, weil dort dann die Touristen angekommen sind. Knotenpunkt, ja genau. Ja, selbstverständlich. Ne? Und ja, da habe ich dann mit meiner Mütze und ja, ich will das nicht immer wieder wiederholen mit meiner Redegewandtheit. Ich bin so, wie ich bin und wenn ich da einen Tourist sehe mit einem Quatschst du die Stadtplan, einfach an, ja. das Ne? ist halt so, ne? Naja, selbstverständlich. Ja, manche habe ich auch erlebt, die hatten den Stadtplan andersrum. Die wussten gar nicht, wo sie waren und haben den zigmal gedreht und naja, gut. Aber war schon auch eine lustige Geschichte. Naja, und Plaza España und Markthalle ist ja nicht weiter entfernt, also nicht weit entfernt, ne, ist ja gleich um die Ecke. Und die haben mich dann gefragt, wie man zur Markthalle kommt. Ich sage, Mann, sag ich, da musst du 10 Kilometer latschen. Ne? Und da haben die mich ganz dumm angeguckt. Ne? Aber ich kenne da eine Abkürzung. Naja, ich sage, Leute, es war ein Spaß von mir, ne? Weil Straßenkinder sind immer spaßig und immer lustig. Und naja, dann habe ich sie da um die Ecke geführt, das waren 2 Minuten. Ne? Naja. Ja, wer es kennt, weiß es. Deswegen habe ich ja. auch gerade geguckt und dachte, ich stelle mir dann vor, so vielleicht noch ein bisschen wärmer zu dem Zeitpunkt an dem Tag und die 10 Kilometer. Okay, Planänderung. Wo ist das nächste Café? Ja. Naja. Nee, aber dann haben sie mich gefragt, weil ich eben halt so lustig drauf war, ob ich ihnen Palma zeigen könnte. Ich sage, selbstverständlich, ich sage, kein Ding, ne? Wenn ihr Zeit habt, gerne, auch in der Altstadt und so, ne? Kann man prima essen, sind ganz alte mallorquinische Restaurants und ganz klein gehalten, richtig idyllisch, ja. Und die waren hoch begeistert, ne? Klasse, und das ist ja auch gar nicht mehr so weit dann bis Dezember. Und wenn ich das jetzt hier auch mal bei dir als kleinen Cliffhanger einbauen darf, ich glaube, dann ist es auch gar nicht mehr so lange, bis du und Jens euch kennenlernen, beziehungsweise bis Jens in deiner Geschichte auftaucht. Ja, das stimmt. Das ist so das Jahr darauf, im Januar passiert. Und ja, es ist gar nicht mehr so lange hin, als ich Jens kennenlernte. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge erzählen. Das finde ich eine gute Idee, weil dann hast du, glaube ich, auch sowieso noch das ein oder andere zu erzählen, was du bis dahin erlebt hast. Und dann fassen wir das nochmal in einen schönen neuen Rückblick zusammen. Ja, bei mir passiert immer wieder was Neues. Dafür bin ich bekannt. Und weil ich auch viel rumkomme, das ist das Gute an meiner Geschichte. Und ich möchte mich erstmal bei dir bedanken. Und natürlich bei euch, den Zuhörern. Und das Straßenkind von Malle, der Uwe, verabschiedet sich bis zur nächsten Folge. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Hola Jens. Ja, hier ist es nicht so schön wie auf Mallorca. Kein Sonnenschein, kein Bacardi, kein Bier in der Hand, ja, keine Leute.
Aber dafür wächst das Korn. Ja, das war der Chris, ein beste Kumpel von mir. Der wohnt in Wolfsburg, der hat den Sohn von Tequila Sunrise, Charlie Sheen. Er sagt nur Charlie. Sheen mag er nicht, aber es war mein Hund. Ich habe den ein Jahr lang gehabt. Und er hat auch gesagt, er hat den besterzogensten Hund, den er je in seinem Leben gesehen hat. Sagen auch alle anderen Leute zu ihm. Ja, guter Freund, der kommt mich immer wieder besuchen, seit Jahren. Also ich würde an der Stelle mal kurz einkrätschen und euch nur den Hinweis geben wollen, dass wir bei einem weiteren Rückblick von Jens angekommen sind und da auch jetzt anknüpfen. Ja, und dann kam einer der entscheidendsten Tage in meinem Leben, der 1.1.2011. Ja, Tag ganz normal angefangen, bisschen rumgelaufen, Chatar gemacht, also Metall zerlegen und so, vorbereiten zum Wegbringen. Ich glaube, weggebracht haben wir auch noch. Nee, es war Feiertag, 1.1., ist ja Neujahr. Ach doch, wir haben weggebracht. Ja, okay. Waren ja Bulgarier, die Ah. arbeiten immer, da gibt es keine Feiertage. Deswegen kann man auch Einkaufswagen abgeben damals und sowas. Ja, für den Einkaufswagen hast du 3 Euro bekommen. Ja. Ne, genau, ich glaube, wir haben Metall, ist ja auch nicht so wichtig. Ein bisschen Metall gemacht, weggebracht, ein bisschen Kohle. Also Aber Silvester gut überstanden. Silvester gut überstanden, ja, ausgekatert und dann irgendwann mittags aufgestanden, ein bisschen was gemacht. Wie immer, dass man ein bisschen Kohle rankriegt oder ein paar Sachen halt finden zum Ausrüsten vom Häuschen oder was man halt braucht. Muss auch noch eine Palette Holz finden, damit man seinen Grill betreiben kann und sowas. Man hat ja immer was zu tun auf der Straße. Und ja, dann abends kam halt der Jorge, deswegen habe ich den auch in der letzten Podcast erwähnt, weil der ganz, ganz wichtig ist in meinem Leben. Kam vorbei und ja, was machen wir? Ja, Neujahr, Paseo Maritino. Ist ja ein Feiertag, da ist bestimmt Party, gehen wir runter, bisschen Alkohol sammeln, bisschen Party machen, warum nicht? Ja, das Auto war bis dahin noch kaputt, gell? Ich habe ja vor mit dem Auto erzählt, gell? Und dann wir mussten dann runterlaufen zum Paseo Martino, weil das Auto geschrottet hatte. Der ist mit irgendwelchen Leuten, ja, der ist mit Kumpels von ihm irgendwie am Strand fahren wollen, aber da war keine befestigte Straße und dann ist er einfach gefahren und war ein Stein und hat die Ulvan aufgerissen. Oh Mann. Dann war das Auto von der Mama kaputt. Ich Aber hoffe- ich war es nicht. Ja, und ich hoffe, es war nicht der gleiche Polizist vor Ort, der euch auch da kontrolliert hat, weil sonst wird er das wohl auch nicht mehr machen. Nee, auf jeden Fall sind wir dann runtergelaufen von uns oben und dann waren wir bei der Blumenrampler. Da ist auch alles dekoriert. Mit dem Weihnachtsmarkt haben wir geredet, mit diesen Tropfen, die runterlaufen, schön. Und es saßen auch Touristen. Und ich habe mich dann, also der Stefan und der Jorge sind ein bisschen vorgelaufen, weil ich habe irgendwelche Touristen ins Auge gefasst gehabt. Die standen da mit dem Stadtplan. Und man hilft ja gerne, weil die suchen ja bestimmt die Kathedrale oder so. Und dann erklärt man ihnen den besten Weg und wo schöne Weihnachtsmärkte sind und so. Kriegt man vielleicht eine Spende dafür. Und ja, mit denen kurz geredet. Ich weiß ja nicht mehr, ob es das gegeben hat oder nicht. Ich bin erklärt, da oben ist Weihnachtsmarkt, da ist Paseo Maritino, da ist das, da ist das, da ist das. Damit sie ein bisschen Überblick haben und sich nicht verlaufen. Weil Palma ist schon, ja, mit den kleinen Seitengassen etwas komplizierter. Auf jeden Fall laufe ich dann vor und dann steht der Stefan da mit so 2 richtig hübschen jungen Mädels und so ein Security von dem von dem Weihnachtsmarkt, weil ja die Buden ja schon zu hatten. Da läuft immer einer hoch und runter und passt auf, dass nichts geklaut wird oder kaputt gemacht wird. Und er redet mit denen und ich stelle mich dazu, hey, hübsche Mädchen, bla bla bla, ein bisschen bla bla. Und dann kommt der Jorge plötzlich an und guck mal Jens, was ich für dich habe. Und hält mir so ein kleines Wollknäuel, was schwarz-weiß ist, so groß wie meine Hand unter die Nase. Den schenke ich dir zu Weihnachten. Ein kleines süßes Hündchen. Oh, war die niedlich. Und ich natürlich, wow, geil. Wie alt, weißt du es noch? Ja, sie war so ungefähr 5, 6 Wochen alt. Okay. Also richtig klein. Also so groß wie meine Hand. Und
die Mädels und das Security sehen das, wie er mir gibt als mein Geschenk. Das waren ja deutsche Mädels, die haben das verstanden, das Security glaube ich nicht. Ah, okay. Und dann das Mädchen, oh, den wollte ich auch haben. Und dann habe ich halt mitbekommen, dass da um die Ecke noch ein Maronenstand war von einem Rumänen. Und der hatte anscheinend eine Schachtel voll mit Hunden da gehabt und hat die verkauft über den Tag über. Und meine kleine Tequila, die hieß damals noch nicht so, ja, die hat keinen Namen. Dieser kleine Hund war der letzte, der übrig gewesen ist. Und der hat einen Laden zugemacht und nicht gewusst, was er machen soll. Und der Jorge hat den überredet, ihm zu schenken. Und er hat ihn an mir geschenkt, weil anscheinend hat der Security dort versucht, die Mädels zu überreden, den Hund zu kaufen. Und das eine Mädel hat nämlich dann gesagt, so, oh, den wollte sie eigentlich haben und den wollte sie eigentlich kaufen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe den geschenkt bekommen, ich schenke ihn dir. Und habe ihn ihr gegeben. Und sie so, oh cool, danke. Ja, und ich habe dann ihr in die Augen geguckt und habe gesagt, so, aber ich hätte sie auch wirklich richtig gerne, weil ich habe gerade alles verloren. Meine Familie, mein Zuhause. Ich habe nichts mehr. Ich hocke auf der Straße, ich schlafe im scheiß Haus. Versuche mit irgendwie Straßenkunst zu überleben. Du hast doch Familie, du hast ein Zuhause, dir geht's doch gut. Du kannst deine Eltern fragen, die besorgen dir einen Hund irgendwie aus dem Tierheim oder kaufen einen vom Züchter. Für mich wäre das richtig toll, wenn ich die bekommen würde. Und ja, sie hat mich angeguckt und hat gesagt, da hast du recht. Und hat sie mir zurückgegeben, den Welpen zurückgegeben. Der Security hat zwar dumm geguckt und ein bisschen rumgemacht, aber die haben gesagt, nee, das passt schon, das ist besser so. Für ihn ist der Hund wichtiger als für mich. Ja, und dann habe ich mich noch 100.000 Mal bedankt bei denen. Habe noch ein paar Seifenblasen für die gemacht. Als Dankeschön. Ja, als Dankeschön. Die fanden es richtig toll, ein paar schöne Fotos gehabt dann auf jeden Fall für sie. Ja, und dann, statt Party zu machen, bin ich umgedreht und dann sind wir nach Hause gegangen. Also der Jorge ist, glaube ich, passiert mal Team gegangen und der Stefan ist mit mir nach Hause gegangen. Wir gehen auch nicht mit dem süßen kleinen Hund jetzt hier auf Party. Und dann unterwegs haben wir uns überlegt, oder ich habe mir überlegt, so, ist das ein Männchen, ist das ein Weibchen? Mal gucken. Ich Da erkenne fehlt es was. nicht. Und dann hab ich halt überlegt, so, wie nenne ich sie? Wir sind in Spanien, muss irgendwie sowas hier schon Spanisch sein. Aber Männchen, Weibchen, Sangria wäre doch lustig oder so. So ging's los. Und dann sagt der Stefan zu mir, mein Kumpel, nennen Sie doch Tequila. Und ich so, das ist eine coole Idee, Tequila. Tequila Sunrise. Das passt zu ihr. Ja, und so kam sie zu ihrem Namen. Dann sind wir heimgegangen und erstmal, ich weiß gar nicht mehr, mit ihr aufs Bett gehockt, die Kerze angezündet, weil ich hatte ja keinen Strom oder sowas. Und dann mit ihr geknuddelt Uns und neue Zuhause überlegt, wie gezeigt. geht's denn jetzt weiter. Ich muss erstmal zu fressen organisieren, das. Ja, dann erstmal einen Plan gemacht für den nächsten Tag. Ja, also ich musste jetzt auch tatsächlich erstmal tief durchatmen. Hattest du auch Pipi in die Augen? Wir machen keinen Videopodcast. Zum Glück. Ja, absolut emotionale Geschichte und vor allem genauso wie du es erzählst, kann man sich das auch vorstellen. Man kann dann nur, wem auch immer danken, dass das Mädel das in dem Moment dann auch verstanden hat. Ja, ich erzähle ja immer, du kennst ja auch die Story eigentlich anders. Erzähle ja. Touristen immer, ich habe die in der Mülltonne gefunden. Der Maronenladen war neben der Mülltonne. Da stand auch der Karton vor der Mülltonne. So gesehen stimmt es mehr oder weniger. Aber die komplette Geschichte zu erzählen ist zu lang, zu kompliziert. Es war ja auch ein längeres Gespräch und die Touristen, die haben ja keine Zeit. Ich glaube, so wie du das wenn ich jetzt jedem die Geschichte 5 Minuten lang erzähle, dann stehen die da und haben keinen Bock. Und du sagst, hey, die habe ich in der Mülltonne gefunden. Im Großen und Ganzen
stimmt es ja mehr oder weniger. Das ist jetzt nicht, weil ich Mitleid will, ob ich die jetzt hier vom Maronenverkäufer geschenkt bekommen habe, vom Kumpel, der den Maronenkäufer oder ich die überredet habe, ist ja scheißegal. Sie ist ein Straßenhund und ja, ich habe sie aufgenommen und das ist das Beste, was passiert ist. Du hast es ja mir auch, oder nicht anders erzählt, ist Quatsch, aber ich habe es ja vom Stern-TV-Beitrag gesehen und da wurde es ja, glaube ich, auch anders geschildert. Und daher kenne ich es ja dann wirklich auch, weil du es in dem Beitrag ja auch gesagt hast. Und dementsprechend war mir und dir selbstverständlich ja auch bewusst, dass du das hier jetzt anders erzählst, als es vielleicht vielen Leuten bekannt ist. Ich möchte dazu gar nicht groß was sagen, außer dass, wenn man das sich so jetzt gerade einfach angehört hat, wie du das geschildert hast, dass ich absolut auch nachvollziehen kann, dass man das nicht jedes Mal neu durchleben will, um ehrlich zu sein, weil man muss ja da einen gewissen Teil von der Geschichte erzählen, damit man auch dann diesen ganzen Zusammenhang verstehen kann und wie emotional das ist und dass das nicht nur einfach, ja, ich gehe jetzt mal ins Tierheim, suche mir einen Hund aus, weil ich jetzt einen Hund will, Aktion ist. Das ist das hat sich so ergeben. Ja, und wir das haben ist, uns gefunden. ja, genau, und bedeutet für dich ja viel, viel mehr als jetzt, ich will jetzt ein Tier als Zeitvertreib, so weißt du, wie ich meine. Wer dir gerade zugehört hat, und das sind die Leute, die hier den Podcast lauschen, die können das, garantiere ich, absolut alle nachvollziehen, dass das so eine emotionale Geschichte ist, dass man da auch allgemein einfach mal die Kurzfassung wählt, um nicht zwischen Tür und Angel auf der Straße, wenn die Leute quasi sagen, kann ich mal kurz den Hund streicheln und auf dem Weg in Bierkönig sind, dann so weit ausholen will und vor allem denen vielleicht auch die Partystimmung versauen will, weil, wie gesagt, das packt einen an, so eine Geschichte, weil wer sich dann mal drauf einlässt, sich da rein zu versetzen, da kann ich nichts mehr hinzufügen, wie gesagt, da kann ich auch nur mal tief durchatmen. Und damit beenden wir auch diesen Rückblick. Die Kraft und Energie ist auch jetzt so ein bisschen nach dieser Geschichte aufgebraucht, aber unabhängig davon ist das auch einfach definitiv ein angebrachtes Ende und dementsprechend sind wir auch wieder einmal am Ende unserer Folge angelangt. Viel mehr kann ich dazu auch in diesem Moment nicht mehr sagen. Bleibe bei meinem konstanten Hasta luego. Ich wünsche euch eine schöne Woche und Jens hat das letzte Wort. Ja, vielen Dank, dass du heute mal wieder da warst bei uns. Und freut mich super, dass du heute wieder mit mir den Podcast aufgenommen hast. Heute war es auch etwas emotionaler. Und ja, wir sind am Ende. Dann sage ich mal wieder Tschüss an alle Gestrandeten bei uns und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat der Podcast diesmal wieder gefallen. Und ja, auf bald. Und ja, da wir gerade das Thema hatten mit Tequila, verrate ich noch was aus dem Nähkästchen. Tequila und ich haben ein Lied zusammen. Kennt ihr die Sportfreunde Stiller? Ein Kompliment. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist und sicher gehen, ob du auch dasselbe für mich fühlst. Für mich fühlst. Ja, Entschuldigung, war für Tequila. Ja, mein Schatz. Gestrandet. Last Exit, Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.